Okay, Leute, ich weiß, dass ich mit diesem Video etwas spät dran bin, da der Tears of the Kingdom Trailer mittlerweile schon vor über einem Monat rausgekommen ist, aber trotzdem würde ich sehr gerne über meine persönlichen Wünsche für Tears of the Kingdom reden und ohne viel zu schnacken würde ich sagen, fangen wir auch schon direkt an mit dem Video. Also, zuallererst würde ich mir sehr wünschen, dass es neue Waffen, aber auch generell neue Items gibt. Wie wir alle wissen, hatte Breath of the Wild hier eine sehr große Auswahl, was beispielsweise Früchte oder Fleisch anging. Und genau das würde ich mir auch für Tears of the Kingdom wünschen. Eine große Auswahl von Früchten, die beispielsweise nur oben auf den fliegenden Inseln wachsen, oder Gegner und Tiere, die es auch nur dort oben gibt. Eine Kreatur haben wir ja tatsächlich schon im Trailer gesehen. Was wir auch schon im ersten richtigen Trailer gesehen haben, sind neue Waffen, wie dieser weiße Schild mit Chica-Auge hinten drauf. Also haben wir bei den Waffen schon mal eine hundertprozentige Bestätigung, dass es da was Neues gibt. Und dasselbe gilt natürlich auch für neue Kleidung, die wir in beiden Trailern schon gesehen haben. Mein zweiter Wunsch klingt wahrscheinlich zu Anfang etwas speziell, aber ihr werdet vermutlich verstehen, was ich meine. Der Wunsch ist, dass die Geschichten der vielen NPCs in Breath of the Wild weitergehen und sie Referenzen auf ihre Taten in BOTW machen. Bedeutet, ich möchte, dass diese beiden Spieler noch weiter durch die NPCs miteinander verbunden werden, was denke ich ziemlich cool sein könnte, sofern es dann auch so gemacht wird. Aber dabei bin ich mir tatsächlich relativ sicher, dass sie so etwas tun werden. Übrigens würde es mich sehr freuen, wenn ihr mich abonniert, weil wir schon bald die 500 Abonnenten haben, was mich wirklich sehr freuen würde. Außerdem würde dann bei 500 Abonnenten ein kleines Special-Video kommen, worauf ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen könnt. Jetzt geht's aber weiter mit dem Video. Der nächste Wunsch, den ich habe, ist, dass es in irgendeiner Form neue Dörfer oder Städtchen, vielleicht auch am Himmel gibt. Oder dass die Dörfer am Boden wenigstens etwas erweitert werden. Und falls es dann neue Dörfer im Himmel geben sollte, hoffe ich auch, dass es dort neue oder alte und verschollene Zivilisationen, wie zum Beispiel die Sona gibt, die ja auf jeden Fall etwas mit diesen fliegenden Inseln zu tun haben. Aber ich denke, dazu werden wir auf jeden Fall erst etwas erfahren, wenn wir das Game dann auch wirklich spielen. Ein weiterer Wunsch von mir ist, dass ich gerne richtige Dungeons, die sich auch wie früher von den Themes her unterscheiden, in Tears of the Kingdom sehen würde. In Breath of the Wild sahen die Schreine und Titanen nämlich vom Style her ziemlich gleich aus, was, wie ich finde, etwas verschenktes Potenzial gewesen ist. Eine Theorie, die ich dazu habe, ist, dass diese 7 Dinger um die uns unbekannte Kreatur damit in irgendeiner Form in Verbindung stehen. Ich denke, dass in jedem Dungeon vielleicht eines dieser Dinger um die Figur ist und dass man sie alle einsammeln muss, um Ganondorf zu besiegen. Aber das ist wie gesagt nur eine kleine Theorie von mir. Noch ein Wunsch, den ich habe, ist, dass die Welt am Boden nicht komplett die gleiche ist oder dass die Entwickler sich eine neue Möglichkeit überlegt haben, sodass es eine komplett neue Erfahrung ist, Hyrule erneut zu erkunden. Map-Änderungen gibt es, wie wir in den Trailern gesehen haben, ja auf jeden Fall, aber dem werde ich vielleicht noch ein ganz eigenes Video widmen. Okay, der letzte Wunsch, den ich habe, ist zugleich auch der unwahrscheinlichste von allen. Und zwar, dass Link sprechen kann. Und damit meine ich, dass er wirklich in Cutscenes mit den anderen Charakteren kommuniziert, was ja in Breath of the Wild nicht so war. Da stand er meistens einfach nur teilnahmslos da. Selbst wenn nur eine Person mit ihm gesprochen hat, was meiner Meinung nach manchmal etwas weird war. Jedoch denke ich nicht, dass Link im nächsten Teil sprechen wird, weil er hat nun mal auch nicht im Vorgänger gesprochen und außerdem wollen die Entwickler mit der Schweigsamkeit von Link dem Spieler das Gefühl geben, dass er oder sie selbst Link ist und man sich mehr in ihn hereinversetzen kann. Aber es gibt vielleicht eine kleine Chance, dass er doch sprechen wird, weil Zelda in ihrem Tagebuch im Schloss erwähnt hatte, dass Link ihr gesagt hatte, warum er so wenig sprach. Also vielleicht wird Link sich ja auch in Tears of the Kingdom für die anderen Charakter öffnen, ist aber meiner Meinung nach ziemlich unwahrscheinlich. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Gut, das waren dann auch schon meine persönlichen Wünsche für The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Falls ihr selbst noch Wünsche für dieses Spiel habt, so teilt sie mir doch gerne in den Kommentaren mit. Würde mich sehr interessieren. Übrigens werden ab der nächsten Folge alle Kommentarschreiber von mir im Video gegrüßt werden. Also schreibt fleißig Kommentare. Aber jetzt würde ich sagen, war's halt mal wieder mit dem Video. Tschüss!